eine unorthodox wasserbasierte Pomade par excellence. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und ich mache euch noch einen Markenüberblick für euch, weil der Andi immer noch im Urlaub ist und ich mir dachte, Mensch, dann nutze ich auch die Gelegenheit und mache noch eine Marke, die mir sehr am Herzen liegt, bevor er da den Überblick drüber macht. Ich habe ja neulich schon den O'Dowds Markenüberblick gemacht, den könnt ihr euch hier oben angucken. Und hier geht es jetzt um eine ganz, im Grunde recht ähnliche Marke, finde ich, auch aus den USA, auch sehr auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit gelegt. Nicht immer vegan im Vergleich zu O'Dowds, aber trotzdem sehr, 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 sehr cool, nämlich Shea Revival. Und was ich allein schon cool finde, ist, dass ich hier 7 Pomaden vor mir habe und die alle verschiedene Sachen können. Und Shea Revival ist eine Marke, die kommt aus Asbury Park in New Jersey, sind handgemachte Produkte und auch hier mit einem sehr starken Fokus auf unorthodox wasserbasierten Produkten. Es gibt aber auch ölbasierte Pomade, es gibt auch eine reinwasserbasierte Pomade. Das heißt, hier ist auch so ein bisschen breiteres Spektrum abgedeckt. Und wie gesagt, hier werden auch wieder Sachen in den Vordergrund gestellt, die ich sehr, sehr cool finde bei der Markenphilosophie, nämlich Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Umweltverträglichkeit. Und die haben nämlich überall dann drauf auf ihren Produkten eben diese kleinen Icons, die in dem Fall jetzt hier sagen 99% Plant and Mineral Derived, also 99% natürlich. Bei den veganen Pomaden ist es dann, das ist diese nicht, diese auch nicht. Dann auch noch hier genau Vegan Product mit so einem kleinen Pflänzchen mit dabei. Generell die Labels finde ich auch sehr, sehr stimmig. Wer Shea Revival schon länger verfolgt, die hatten vor einiger Zeit noch ein bisschen andere Labels, die fand ich auch sehr, sehr hübsch. Die finde ich jetzt sehr, sehr schön. Die haben alle dieses sehr künstlerische, so stilisierte und vor allem mit so einer Glanzoptik. Gefällt mir sehr, sehr gut. So kann man auf jeden Fall die einzelnen Tiegel gut voneinander unterscheiden. Und ich würde auch sagen, ich gehe jetzt hier der Reihe nach mal durch die 7 Pomaden durch und erzähle euch was darüber und fange auch hier mit dem leichtesten Produkt an und werde mit dem festesten Produkt aufhören. Und ich fange an mit dem Loyal Styling Balm. Ist eine sehr coole Pomade, die ich schon mal auch reviewed habe. Seht ihr hier oben. Und wir haben hier genau eine unorthodox wasserbasierte Pomade. Das heißt eine Pomade, die zwar auf Wasser basiert, aber auch Inhaltsstoffe wie Wachse und Öle enthält. Das heißt, die Pomade bleibt flexibel und ist pflegend, aber trotzdem ist sie leicht auswaschbar. Das heißt, sie vereint das Beste aus beiden Welten, ölbasierter und wasserbasierter Pomade, nämlich eine sogenannte unorthodox wasserbasierte Pomade, auch UVB abgekürzt. Und wenn ich jetzt hier drauf schaue, denke ich mir erstmal so, na, hier steht aber gar nicht Wasser drauf als Erstinhaltsstoff. Und das ist nämlich was, was ich bei Shea Revival auch sehr, sehr cool finde, dass die meisten Pomaden nämlich gar nicht auf Wasser basieren, sondern streng genommen auf Aloe Vera Saft. Natürlich, ein Aloe Vera Saft ist ein pflanzlicher Saft, der besteht schon auch zum größten Teil, nehme ich an, aus Wasser. Aber wer Aloe Vera Saft kennt oder Aloe Vera kennt, es ist eine sehr beliebte Pflanze, wenn es darum geht, dass man Feuchtigkeitspflege für die Haut benutzt. Also in sehr vielen Hautcremes ist es ja drin. Entzündungslindernd, sehr pflegend und feuchtigkeitsversorgend eben ist. Wer so eine Aloe Vera Pflanze kennt, das finde ich immer, sieht sehr cool aus, wie die geerntet wird oder wie das Aloe Vera Saft da rauskommt. Das sind ja diese dicken Blätter, die dann oben und unten einmal abgeschnitten werden, sodass man quasi dann wie so Gel ist das in diesen Aloe Vera Pflanzen. Da hat man dann diese dicke Gelschicht noch mit den Dingern an der Seite dran oder oben und unten, je nachdem, wo man abgeschnitten hat. Und dann kratzt man sich dieses Gel da raus. Und das ist wirklich wie so ein, ja, schaut aus wie ein klares, flonziges Gel. Und dann merkt man schon, dass es so ein bisschen reichhaltiger ist als viele andere Pflanzensäfte, glaube ich. Es ist eben nicht nur wässrig, sondern ja, wie so ein abgefahrenes Gel. Und dass das hier überall drin ist, finde ich super. Wir haben ja auch durchweg pflanzliche Inhaltsstoffe. Also das ist krass. Ich werfe auch mal hier nochmal ein paar Inhaltsstoffe, die in allen Pomaden oder in den meisten vertreten sind, in den Raum. Ich werde jetzt nicht alle einzeln aufzählen bei jeder Pomade, aber wir haben hier Sachen drin wie auch hier Bienenwachs, Shea Butter, Rizinusöl, Bergamotteöl, Amberöl,
Und oft auch drin ist das sogenannte Jojobaöl oder die nicht spanische Aussprache ist natürlich Jojobaöl. Auch ein sehr cooles pflanzliches Öl, das beruhigend auf die Kopfhaut wirkt. Und der Loyal Styling Balm ist eben eine Pomade, eine unorthodox wasserbasierte Pomade mit einem leichten Halt, der vielleicht so Richtung Mittelfest auch schon gehen könnte, wenn man ein bisschen mehr verwendet. Und vom Finish hier sind wir hier bei einem leichten Glanz. Also ist nicht komplett mattes Produkt, aber auch nicht eine super Glanzbombe, aber auf jeden Fall ein Produkt, das Glanz bringt, aber einen leichten Glanz und wunderbar cremig ist und leicht ins Haar reingeht und auch für so eher lockere, leichte Styles gedacht ist. Und vom Duft her sind wir hier bei Bergamott, also eine zitrische Note, so eine herbe Zitrusnote und Rosmarin, also eine würzige, erdige Note noch. Und ganz cool irgendwie so von der Optik her, wir sind ja nicht bei einer weißlichen Creme, wie bei vielen unorthodox wasserbasierten Pomaden, sondern irgendwie bei einem Grau, was ich sehr spannend finde. Und deshalb, obwohl jetzt hier nicht ein Farbstoff irgendwie drin ist oder so, sondern es ist einfach die Farbe, die sich ergibt, wenn man diese ganzen natürlichen Inhaltsstoffe zusammenmixt. So, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber die sind alle handgemacht. Habe ich, glaube ich, erwähnt. Was ich auch sehr, sehr cool finde. Kommen wir zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt von SheRevival ist die Crystal Lake. Das ist eine von den ersten gewesen, glaube ich, von SheRevival. Aber die ist für mich eine unorthodox wasserbasierte Pomade par excellence. Also wirklich so der Prototyp für eine UWB, wie sie sein muss, mit einem mittelfesten Halt, einem leicht mittelfesten Halt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die so Richtung Firm schon geht, sondern eher in die andere Richtung, so eher Richtung leichter Halt. Aber gerade so noch im Medium-Spektrum anzuordnen, finde ich, hat eben diese klassische UWB-Farbe, dieses weißliche. Und vom Duft her sind wir bei Blutorange und Lavendel. Und das finde ich cool bei den ganzen Düften von SheRevival, ähnlich wie bei O'Dowd's auch schon. Die entstehen nicht durch Parfümöle, die da enthalten sind. Da sind nämlich keine Parfümöle oder Parfum drin, sondern die entstehen nur durch die pflanzlichen Extrakte und Öle, die so zur Pflege auch schon enthalten sind. Das heißt, die ganzen Düfte wirken auch sehr natürlich. Die haben dieses Erdige, dieses leicht Grasige, was ich sehr, sehr cool finde, dass du einfach keine Spur von künstlichen Duft oder so drin hast. Und wir haben hier genau unorthodox wasserbasierte Pomade mit Aloe Vera Saft und dann kommt gleich Bienenwachs und natürlich dann ein Haufen pflanzlicher Extrakte und Öle. Ja, sehr, sehr schön. Auch Wiesenschaumkraut ist mit drin. Sehr cool. Blutorangeöl, was natürlich dann mit für den Duft verantwortlich ist, weil es am stärksten rauskommt. Eine sehr, sehr coole UWB mit maximal mittelfestem Halt. Leichter bis mittelfester Halt, würde ich eigentlich sagen. Kommen wir zur nächsten Pomade. Und das ist jetzt keine wasserbasierte Pomade, das ist die ölbasierte Pomade von SheRevival, die Easy Tiger. Die basiert auf Bienenwachs und auf Rizinusöl, ist also auch komplett vaselinefrei, enthält aber mikrokristallines Wachs, also schon auch ein Mineralölprodukt. Mikrowachs ist ja im Grunde festere Vaseline, könnte man grob so sagen. Bin jetzt allerdings auch kein Fachmann, aber ich weiß, dass es aus demselben Produktursprung kommt, nämlich Mineralöl. Und ist aber trotzdem eine extrem natürliche ölbasierte Pomade. Sie selber sagen, das ist eine Stronghold-Pomade und geben dem Halt hier auch mit 4 von 5 Punkten an. Da muss ich sagen, das habe ich auch in meinem Review schon gesagt, stimme ich nicht so richtig mit überein. Für mich ist die maximal firm, aber eigentlich eher nur mittelfest. Das ist ganz abgefahren bei der, die wirkt im Tiegel relativ fest und wenn man sie dann rausholt, dann schmilzt sie in der Hand so richtig zu Öl zusammen und wenn man sie dann verreibt, wird das so eine ziemlich schmierige, ölige Masse, was super ist, um sich in Haar reinzumachen, weil wenn es dann im Haar wieder auskühlt, dann nimmt es wieder diese feste Form wie im Tiegel an, ist aber wie gesagt vom Halt her eher mittelfest. Und vom Duft sind wir hier bei ja, Zitrus, würde ich sagen, und Zypresse. Also nochmal so was Pflanzliches auf jeden Fall mit drin. So leicht wie Nadelbaum halt, ja, also dieses Tannennadelmäßige. Sehr, sehr cool. Eine sehr coole, ölbasierte Pomade von SheRevival. Dann kommen wir mal zu was Mattem, nämlich der Northern Lights, der Mattpaste von SheRevival. Eben genau das, was eine Mattpaste machen soll. Man hat eine schöne, flexible Paste, die leicht zum Verreiben ist, leicht zum ins Haar reinbringen ist, mit einem, ja, würde sagen, mittelfesten Halt auch. Vielleicht auch Richtung Firm, also
würde schon sagen, Stufe fester als die Easy Tiger, aber noch nicht richtig firm oder richtig fest. Dafür hat man dann zum Beispiel, kommt später noch das Clay, auch wieder auf Aloe Vera Saftbasis mit Kaolin mit drin, also einer natürlichen Tonerde, die dafür sorgt, dass das auch komplett matt im Haar aussieht. Bienenwachs, Rizinusöl, Kannauberwachs und zum Beispiel Sonnenblumenöl ist mit drin. Ja, eine sehr, sehr coole Mattpaste für texturierte, matte, natürliche Styles, für so Fingerstyles, mit der man, die auch super ist zum Nachstylen. Also da kann man auch später noch super mit den Fingern oder mit einem groben Kamm durchgehen. Wird jetzt nicht so knusprig und fest im Haar wie rein wasserbasierte Mattpasten zum Beispiel. Und vom Duft her sind wir hierbei auch wieder sehr frisch, leicht zitrisch. So würde ich sagen Zitrone, aber auch zusammen mit Salbei. Finde ich auch sehr, sehr coolen, interessanten Duft. Steht auch schön immer eigentlich hier drauf. Hand-Blended Citrus and Sage Scent. Und ja, eine sehr coole Mattpaste von She Revival. Kommen wir zur nächsten She Revival Pomade. Das ist jetzt auch wieder eine abgefahrene, finde ich. Nämlich ist es die Younger Days. Das ist die Gel-Pomade von She Revival. Das heißt, wir haben hier eine reine wasserbasierte Pomade, aber auch hier wieder, stimmt nicht ganz, Aloe Vera Saft basierte Pomade. Eine Gelpomade, und wenn ihr Gelpomaden kennt, dann wisst ihr sofort, okay, Gelpomade heißt immer, das ist eher weniger Haarpflege drin, das ist was schnell zum Helm wird im Haar. Und da kann ich euch sagen, ist bei der nicht der Fall. Da ist ein bisschen synthetische Stoffe sind mit drin. Das liegt einfach daran, dass das mit der Haltbarkeit zu tun hat, dass es auch, dass sich da keine Keime bilden, dass es kein Keimherd wird und dass sich die Pomade auch einigermaßen lange hält. Deswegen ist die jetzt nur zu 94%, wie es hier drauf steht, rein natürlich. Muss ich euch leider enttäuschen, 6% müsst ihr die Abstriche machen, ist aber trotzdem bei weitem noch einiges voraus, was andere wasserbasierte Gelpomaden angeht. Hier sind nämlich auch wunderschöne Sachen drin, wie wieder Rizinusöl, wie Candelilla-Wachs, wie Mango-Butter, Mandarinenöl, Grapefruitöl, und das alles zusammen macht eben eine sehr, sehr coole Gelpomade. Schaut auch aus wie eine Gelpomade, ihr kennt es. Es hat dieses klare, auch wenn man es rausholt, ist es wie ein Gel. Und vom Duft her sind wir hier eben auch wieder nicht bei was Künstlichem, sondern sehr schön natürlich, leicht süßlich, fruchtig. Und zwar bei frischer Mandarine, würde ich sagen, mit so einer leichten Vanillenote. Ja, so steht es auch hier drauf. Finde ich sehr, sehr cool. Eine handgemachte Gelpomade, die von Natürlichkeit nur so strotzt. Glänzt natürlich im Haar, soll sie auch, und sehr, sehr schön und wird nicht knusprig. Vom Halt her sind wir hier bei einer, ja, Firm, würde ich sagen. Vielleicht Richtung mittelfest. Für die Leute, die nicht wissen, was ich mit Firm halt meine, es gibt ja mittelfeste und feste Pomaden und Firm ist so dieser Bereich dazwischen. Dann kommen wir jetzt zur Grey Ghost, der Cream Pomade. Auch eine sehr, sehr coole Pomade von She Revival, und wieder haben wir Aloe Vera Saft, wir haben Kokosöl mit drin, wir haben Sonnenblumenöl, Shea Butter und zum Beispiel Zypressenöl, nur um einiges zu nennen, und ist eben eine sehr, sehr schöne Cremepomade, also im Grunde wieder eine unorthodox wasserbasierte Pomade, nur mit einem festeren Halt als die Crystal Lake. Nämlich sind wir hier wirklich so im Firm-Bereich, und vom Duft her sind wir bei, ja, wieder so bei Zitrus und Zypresse, würde ich sagen. Wieder so was leicht Erdiges, Nadelbaumiges mit drin, aber auch Zitrus. Sehr, sehr schöner, angenehmer Duft. Sehr, sehr schönes Etikett. Eben eine sehr schöne Cremepomade. Hat auch Glanz, gibt dem Haar Glanz, ist kein mattes Produkt, ist so ein seidenmatter, natürlicher Glanz, würde ich sagen. Ist auch keine absolute Glanzbombe, aber eine sehr, sehr schöne UVB, wenn man mehr Halt möchte als bei der Crystal Lake. Kommen wir zur letzten Pomade und auch einer meiner liebsten von She Revival. Das ist die American Gardens. Das ist jetzt das Clay von She Revival. Und wir haben hier einen Clay, das auch unorthodox wasserbasiert, eigentlich unorthodox Aloe Vera Saft basiert ist, mit so schönen Dingen drin wie Candelilla Wachs für die Festigkeit, mit Avocadoöl, mit Shea Butter, mit Bentonit, also auch wieder einer natürlichen Tonerde, die dafür sorgt, dass es matt ist. Und Bentonit, Tonerde, heißt auf Englisch Clay, deswegen darf das auch Clay Pomade heißen. Und das ist auch die festeste Pomade von She Revival. Das ist nämlich ein richtig schönes, festes Clay, das sich in der Hand aber wunderbar cremig anfühlt, fast wie eine Cremepomade oder wie eine sehr feste Cremepomade, und dann im Haar einen super, super starken, aber trotzdem flexiblen Halt entfaltet und halt einfach einen komplett matten Look hat. Maximal
ein natürlicher Glanz. Aber ich würde sagen, es ist schon ein sehr, sehr mattes Produkt. Das soll es auch sein. Eine Clay-Pomade möchte man, dass sie matt ist. Vom Duft her auch wieder sehr, sehr schön. So dieses pflanzlich-erdige, und zwar in dem Fall nach, ich muss ein bisschen spicken, nach wilder Orange und Eichenmoos. Also Blutorange, Eichenmoos würde ich sagen. Sehr, sehr, sehr cool. Also wenn ihr mal texturierte matte Styles haben möchtet, die aber sehr, sehr fest halten und ihr wollt gleichzeitig ein bisschen Haarpflege dabei haben, das ist euer Produkt. Aber, und dafür benutze ich sie und auch Kollegen hier, könnt ihr mit so einer Clay-Pomade einfach auch eine klassische Pomp bauen, eine klassische Frisur, die einfach halt dann gar nicht glänzt, funktioniert auch super. Oder ihr benutzt so ein Produkt als Pre-Styler. Das heißt, einfach ein bisschen was davon ins Haar geben und dann die Haare föhnen, um sich schön Volumen einzuföhnen und danach vielleicht noch mit einem anderen Styling-Produkt nachzuarbeiten. So, ihr seht, mit Cherry Revival ist man wunderbar aufgestellt. Es gibt 7 Pomaden für jeden Geschmack, ist was dabei, würde ich sagen. Matt, wasserbasiert, unorthodox wasserbasiert, ölbasiert, glänzend, nicht glänzend. Und hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen neue Sachen über Cherry Revival erzählen konnte, die ihr noch nicht wusstet. Vielleicht habe ich euch die Marke ein bisschen näher gebracht und ihr habt jetzt Lust, mal so ein Cherry Revival Produkt auszuprobieren. Würde mich persönlich sehr freuen, denn ich finde die absolut top, die Marke. Würde mich auch freuen, wenn ihr bei einem weiteren Video von uns wieder reinschaut. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Flo.